Liebe Freunde, heute zeigen wir euch das Headset HOLLYLAND Solidcom C1 Pro. Das haben wir seit 2 Saisons im Einsatz. Das ist für die Bordkommunikation und wir haben es für euch ausgiebig getestet. Wir haben die Headsets Anfang der Saison 2023 von Hollycom zur Verfügung gestellt bekommen, wollen aber nicht einfach nur ein Video machen. Deshalb haben wir uns ausgiebig Zeit genommen und die Produkte erstmal richtig getestet. Ich kann schon mal sagen, es ist ein Top-Produkt. Zur Einstimmung erstmal unser damaliges Unpacking-Video mit dem ersten Eindruck. Ja, liebe Freunde, wir haben festgestellt, dass es bei Manövern in Schleusen oder bei Wind, beim An- Ablegen doch immer wieder zu Kommunikationsproblemen kommt zwischen Marina und mir. Wir verstehen uns dann nicht so richtig durch die Geräusche drumherum und das gibt immer wieder gefährliche Situationen. Dazu haben wir uns entschlossen, dieses Jahr Headsets zu benutzen, sodass wir uns dort besser verstehen können. Die Firma HOLLYLAND hat uns hier ein System zur Verfügung gestellt und das werden wir in diesem Urlaub entsprechend uns anschauen und testen. Bin ich aber mal ganz gespannt. Ja. In diesem Set befinden sich 4 Akkus. Die werden geladen mit USB-C, das heißt, das ist ganz normaler aktueller Stecker. Das heißt, wir brauchen auch keinen speziellen Stecker mit uns rumzuführen. Jedes Handy-Ladekabel tut es auch. Dazu das Ladekabel, allerdings ohne Stecker, aber das haben wir ja an den Handys sowieso dran. 4 Akkus für 2 Kopfhörer, das heißt, man kann auch wechseln, sodass, wenn der Strom alle ist, wechselt man einfach und man kann weiterfunken. Dazu haben wir hier 2 Kopfhörer, die sind gut verpackt. Das sieht alles sehr wertig aus. Mikrofon. Das wird einseitig benutzt. Das heißt, auf der einen Seite wird das nur am Kopf mit Polster befestigt und auf der anderen Seite übers Ohr gelegt. Und dann hat man hier das entsprechende Mikrofon. Was man hier noch dabei hat, schauen wir mal. Eine Kurzanleitung, die auch in Deutsch ist. Zumindest die grundlegenden Schritte werden erklärt. Weiterhin Ersatz Mikrofonhaube, Ersatz Ohrmuschel und große Ohrmuscheln, die übers Ohr gehen. Diese gehen ja nur auf dem Ohr und diese gehen übers Ohr. Mal gucken am Ende, welche für uns besser ist. Das Ganze natürlich alles zweimal. Ja, das ist alles, was hier drin ist. Noch eine Beschriftung für die Mikrofone. Man kann hier, glaube ich, 8 Mikrofone zusammenschließen. Das heißt, man kann, auch wenn man eine große Mannschaft ist, miteinander kommunizieren. Das Ganze heißt HOLLYLAND Solidcom C1 Pro. Und ja, wir setzen jetzt mal den Akku ein. Die habe ich natürlich schon vorgeladen. Man sieht hier auch an den Pfeilen, wo es reinkommt. On-Off ist hier unten. Die sollten eigentlich schon voreingestellt sein. Man kann die entsprechend auch auf die passende Größe einstellen. Ja, man muss am Anfang erstmal üben und gucken, welche Funktion eingestellt ist. Das ist nicht so einfach. Ja, die sollten eigentlich von Haus aus gekoppelt sein. Also der rote hier ist der Master und der blaue ist der Slave. Also man braucht immer einen Master im System. Jetzt so. Funktioniert's. Jetzt kann ich dich auch hören. Ja. Also das Tolle ist, es ist eine bidirektionale Kommunikation. Also ich muss jetzt nichts drücken, um zu sprechen. Wir können beide auch gleichzeitig sprechen. Das finde ich gut. Ja, also ich höre dich gut. Super. Ich gehe jetzt mal vorne an Deck und gucken wir mal, ob du mich hörst. Ja. Ich kann dich super hören. Ja, also der erste Versuch, der ist schon mal erfolgreich. Ja. Und der Ton ist völlig klar, ohne Rauschen. Und du hörst mich auch ohne Rauschen? Ja, jetzt ganz laut sogar. Ja, ich habe mich näher an. Wir haben hier vorne noch einen ENC-Knopf, damit kann man das Rauschen unterdrücken. Das werden wir während der Fahrt auch noch testen.
Also die Kopfhörer funktionieren erstmal sehr gut. Kein Rauschen, klare Kommunikation. Die sitzen bequem. Und ja, alles Weitere werden wir jetzt noch im Laufe unseres Turns testen. Der erste Test war sehr erfolgreich. Das funktioniert wunderbar. Ohne Rauschen kann ich Marina auf dem Vordeck verstehen. Wir werden das auf unserem Turn ausgiebig testen und ihr werdet das schon in unseren ersten Videos gesehen haben, wie wir es in Benutzung haben. Das Ganze jetzt mit Ohrmuschel, das schützt natürlich mehr vor Umgebungsgeräuschen. Kannst du mir das mal bitte machen? So, mit der Ohrmuschel sitzt das auch besser am Ohr, fester am Ohr vor allen Dingen, wenn man sich viel bewegt. Also mit der Ohrmuschel, das sitzt sehr gut über dem Ohr und das schützt auch noch vor Runterfallen besser, weil es einfach fester sitzt. Ja. Ja, alles wunderbar. Dann geht's auf den Turn und zum richtigen harten Test. 3 Wochen lang sind wir unterwegs. 3 Wochen lang muss es alle Bedingungen erfüllen. Und dann werden wir sehen. Das ist natürlich auch eine gute Funktion. Wenn ich also nicht sprechen will oder nicht will, dass mich jemand hört, mache ich einfach das Mikrofon hoch, wie bei anderen Headsets auch, und meine Stimme ist weg. Supi. Wer unsere Videos gesehen hat, der hat natürlich das Headset schon oft im Einsatz gesehen. Es bietet eine absolut Top-Sprachqualität ohne Störung und wir wollten sehen, wie weit die Kommunikation reicht. Deshalb habe ich mich bis ans Ende des Hafens begeben. Wir machen jetzt mal einen Reichweitentest der beiden Headsets und ja, es ist ein bisschen Wind, so dass man die Windgeräusche hört. Das ist dann auch wichtig, dass man sich auch bei Wind noch unterhalten kann. Und ja, ich gehe jetzt mal weiter weg. Marina steht auf dem Boot und dann schauen wir mal, wie weit es reicht. Marina, kannst du mich noch hören? Ich höre dich nach wie vor immer noch. Ich höre die Marina auch noch immer noch super gut, obwohl es hier auch windig ist. Wird man in der Kamera sicherlich auch hören. So, wir sind jetzt schon eine ganze Ecke weg. Ja, einfach immer noch perfekt, als würden wir nebeneinander stehen. Ich gehe jetzt noch mal viel weiter, immer in den Parkplatz rein und ich kann die Marina immer noch perfekt verstehen. Der Jürgen ist jetzt außer Sichtweite. Ich höre ihn auch noch hervorragend. Ich gehe jetzt noch mal bis ans Ende vom Parkplatz. Ich sehe Marina nur noch als Punkt am Horizont und ja, die Kommunikation ist immer noch einwandfrei. Sag mal ABC. ABC. Super. Okay, dann komme ich wieder zurück. Ich denke, für die Kommunikation reicht das allemal. Die Verbindung ist einfach perfekt. Das würde auch bei einem ganz großen Frachter einwandfrei funktionieren. Ja, nehmen wir die mit aufs Kreuzfahrtschiff und dann können wir die da auch ausprobieren. Naja, dann können wir uns, egal wo wir sind, immer unterhalten. Die Kommunikation und der Ton bleibt konstant gleich gut. Es gibt lediglich ein paar Windgeräusche, aber das ist kein Problem. Das ist auch interessant, wenn man mal von Bord geht, irgendwo den Hafenmeister sucht oder so, kann man auch statt mit dem Funk auch so in Kontakt bleiben. Also man kann mehr als diese 2 Headsets miteinander koppeln. Ich glaube bis zu 7 oder 8 Stück. Damit reicht das auch für zum Beispiel einen großen Frachter mit einer größeren Besatzung. Jetzt unser Fazit nach 2 Saisons im Einsatz. Das Headset ist zu einem der wichtigsten Utensilien an Bord geworden. Das Headset hat seinen Preis, ist aber gut verarbeitet und macht einen sehr wertigen Eindruck und es sitzt auch sicher auf dem Kopf. Pro Headset sind 2 Akkus dabei, aber man muss sagen, eine Akkuladung reicht für den kompletten Urlaub, da es ja nicht dauerhaft im Einsatz ist. Man sollte jedoch rechtzeitig vor jedem Manöver die Headsets connecten, denn im Manöver ist es für einen Akkutausch zu spät. Man hat auf der einen Seite die Ohrmuschel, die das Ohr komplett umschließt, sodass ich Marina richtig hören kann, ohne Störgeräusche. Auf der anderen Seite ist das Ohr frei und ich kann damit auch die Umgebungsgeräusche wahrnehmen. Ich bin also nicht von der Umwelt abgekoppelt. Hier im Mikrofon ist auch noch ein Schalter, um die Windgeräusche zu minimieren, aber das haben wir in der Regel fast gar nicht gebraucht. Wenn ich das Headset einmal angeschaltet habe, wird die Kommunikation automatisch aufgebaut und ich habe fürs Manöver beide Hände frei und kann locker sprechen und hören gleichzeitig. Dadurch kann ich mich voll auf mein eigenes Manöver konzentrieren und bin nicht durch das Manöver geben, eventuell durch die Kappe gucken oder sonst was und schreien von meinen eigenen Tätigkeiten abgelenkt. Dadurch gibt es viel weniger Manöver, die schief laufen und selbst wenn, kann ich durch die direkte Kommunikation mit Marina noch praktisch jedes Manöver retten.
Man sieht hier, wie ich während des Manövers ganz in Ruhe Kommandos gebe und mich weiter auf meine Arbeit konzentrieren kann. Hinter der Leiter, zwischen den beiden Leitern jetzt sind Poller die Licht, ne? Drehst du auch? Das ist dann auch wieder die Seite, ne? Das Headset sorgt dafür, dass praktisch jedes Manöver gelingt und auch der Ehefrieden wird gerettet. Seien wir mal ehrlich, man sieht doch immer wieder nach einem missglückten Manöver die Zankerei an Bord und niemand kann sich davon freisprechen. Für uns ist das Anlegen und Schleusen gerade bei Wind viel stressfreier und wir möchten nicht mehr ohne fahren. Veränderte Situationen können jetzt direkt ohne Verzögerung geklärt und gelöst werden. Hier an der Schleuse in Muiden sieht man, wir haben das Headset nicht rechtzeitig connected, der Akku war leer, für den Akkutausch war es zu spät. So sind wir ohne Headset in die Schleuse gefahren und prompt hat der Schleusenmeister Marina eine Anweisung gegeben, die ich nicht verstanden habe. Nimm den Poller, ja. Ich soll den da vorne nehmen. Okay. Und ich war gleich verwirrt, weil Marina nicht das getan hat, was wir abgesprochen hatten. Das hat bei mir Stress ausgelöst und mit Headset wäre das nicht passiert. Deshalb immer direkt rechtzeitig vorbereiten. In der Videobeschreibung findet ihr auch den Link zum Headset bei Amazon. Macht euch das Bootsleben leichter. Wir können das zu 100% empfehlen und wir fahren nicht mehr ohne. Das ist ein gutes Geburtstagsgeschenk oder man schenkt sich das gemeinsam zu Weihnachten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst uns ein Like da und wir sehen uns im nächsten Video.